Zeit für einen Snack. Lalilu, ich habe was Unglaubliches gesehen. Toy Story 5. Und jetzt habe ich so viele Ideen. Lass uns all diese Figuren basteln. Interessant. Los geht's. Das werden wir brauchen. Komm schon, beeil dich. Aber Lali, ich habe noch nicht mal was gegessen. Ja, lass uns basteln. Ich wisch dich erstmal ab. Du bist ganz dreckig geworden. Danke. Wir fangen mit Foggy und Karen an. Ja, die stehen jetzt auf der Liste. Zeit, in mein Tagebuch zu schauen. Da stehen lauter coole Lifehacks drin. Wow, schau dir an, was ich alles aufgeschrieben habe. Wenn du dein eigenes Exemplar haben willst, lad dir mein Tagebuch herunter. Ich habe schon alles gefunden. Fangen wir mit Foggy an. Stell dich genau hier hin. Oh, er fällt um. Wir müssen ihm Beine basteln. Aber woraus? Fimo und dein Eisstiel passen perfekt. Natürlich. Schneide den Stiel in 2 Hälften und klebe die Teile schräg zusammen. Mach den Fimo weich. Drück ihn an die Beine und setz die Gabel oben drauf. Ich will die Beine dekorieren. Es gibt so viele Farben. Nimm einen Regenbogen. Das wird so cool aussehen. Süß, oder? Jetzt fügen wir noch Augen hinzu. Lalilu, schau dir meine Augen an. Die passen viel besser zu Foggy. Jetzt noch rosa Wangen. Malen und verwischen. Und der Mund und Augenbrauen. Ich weiß, was wir dafür nehmen. Und was? Das siehst du gleich. Wir nehmen einen 3D-Stift. Foggy hat eine rote Braue. Das sieht ja cool aus. Und sein Mund wird blau. Hallo, Lali. Hi, Foggy. Ja, du bist mein neuer Freund. Ich will dich umarmen. Ich auch. Aber ich brauche Arme. Oh, natürlich. Ich weiß, was wir dafür nehmen. Schau dir all diese Pfeifenreiniger an. Such dir eine Farbe aus. Oh, mir gefällt der rote. Tolle Wahl. Nimm den Pfeifenreiniger und forme ihn zu Armen für Foggy. Wickel sie um seinen Körper. Wow, ich habe Arme. Ja, wir haben es geschafft. Jetzt können wir uns umarmen. Ich habe dich im Film gesehen und jetzt bist du hier. Träume werden wirklich wahr. Lalilu, Foggy braucht eine Freundin. Das muss Karen sein. Klar, Lali. Wir haben hier gleich ein Messer. Perfekt. Ich habe einen Sockel aus Stöckchen und Fimo gemacht. Befestige das Messer. Mach die Augen aus gelbem Garn. Bring Kleber an. Jetzt die Augen. Zeichne lange Wimpern. Sommersprossen und der Mund. Und stecke ihr eine Blume ins Haar. Und hier sind Arme. Ja, Umarmung. Perfekt, Lali. Aber sie braucht noch ein Kleid. Mit ein paar Dekorationen. Ich habe noch eine. Ist das nicht süß? Jetzt eine Halskette. Und Pfeifenreiniger. Der Hammer. Danke, Lali. Foggy wird sich so freuen. Wow, wie süß. Ich erkläre euch hiermit zu Gabel und Messer. Ihr seht so toll aus. Schauen wir uns unsere Figuren mal an. Danke, Lali. Danke, Lalilu. Streichen wir Foggy und Karen von der Liste. Wer ist jetzt dran, Lali? Mal sehen. Tada! Jessie, ja. Okay, ich brauche Rumi. Rumi, hey, komm rüber. Ich habe mir was super Cooles ausgedacht. Was? Okay, ich bin gleich da. Was ist denn? Ich war bei der Premiere von Toy Story 5 und wir die Figuren aus dem Film nachbasteln. Du kannst Jessie sein. Naja, ich wusste, du würdest ja sagen. Aber ich hab doch gar nicht. Hier ist dein Stuhl. Setz dich. Zuerst müssen wir noch was machen. Zeit für ein bisschen Lalilu-Magie. Lali Kadabra. Bist du bereit? Ups. Lali, ist alles in Ordnung? Ja, alles bestens. Lalilu, hast du noch Perücken? Ja, warum? Bring sie her. Tada! Oh, das passt aber nicht. Noch einmal. Wow, die ist auch nicht gut. Noch einmal. Die passt auch nicht. Komm schon, mal sehen. Endlich. Das ist sie. Jetzt das Make-up. Wir brauchen Acrylfarben. Ändere die Augenfarbe auf grün. Und das zweite Auge auch. Und male die Augenbrauen neu. Der Hammer. Das wird immer besser. Das Gesicht ist fertig. Jetzt das Outfit. Ich habe Stoff. Ich muss erstmal Maß nehmen. Wo ist das Maßband? Es war doch hier. Ja, gefunden. Jessie, du musst aufstehen. Lalilu, hilf mir. Hab es. Hol die Schnittmuster. Übertrage sie auf Stoff. Jetzt ausschneiden. Darf ich das machen? Klar, nur zu. Nur noch ein bisschen. Tada! Moment, sollen das Shorts sein? Oh nein, was machen wir jetzt? Natürlich, wir machen einen Rock daraus. Genial. Nähe die Teile zusammen. Füge noch eine weiße Rüsche hinzu und voilà. Probieren wir ihn an. Aber es fehlen noch Muster. Ich hol Farbe. Wow, Lali, du bist so talentiert. Ich? Ja, ich weiß. Ich kann sogar noch coolere Sachen als das. Eine weiße Bluse, ein Gürtel mit Schnalle. Das Oberteil genau wie im Film beim Malen.
die Manschetten und weiße Knöpfe. Und jetzt die Stiefel. Zieh die alten aus und zieh die neuen Cowboy-Stiefel an. Super! Irgendetwas fehlt aber noch. Stimmt, bin gleich wieder da. Ein Cowboy-Hut. Jetzt ist der Look komplett. Wow, du siehst wirklich aus wie Jessie. Unsere Jessie trägt einen Rock. Aber der gesamte Stil passt wirklich gut. Und der Rock hat sogar das gleiche Muster wie Jessies Jeans. Mir gefällt es. Ja, wir haben es geschafft. Der Look ist komplett. Lali, welche Figur ist jetzt dran? Wir können meinen Hut nehmen. Zieh eine Karte. Wer wird es sein? Wow, Woody, der Hauptheld. Okay, wir haken Jessie ab. Und machen mit dem nächsten Look weiter. Gino, ich bin da. Ich bin auch da, Lali. Oh, wow. Ich habe mein Mikro dabei. Das macht Spaß. Aber jetzt ist es Zeit für dein Makeover. Willst du Lali-Magie sehen? Natürlich, dann mach dich bereit. Lali Kadabra. Buongiorno. Oh, da ist etwas schiefgelaufen. Zweiter Versuch. Was? Wieder falsch? Wo gehst du hin? Warte. So, noch einmal. Gino ist wieder da. Aber das bringen wir schon in Ordnung. Wir fangen mit den Haaren an. Lalilu, sollen wir Fimo nehmen? Klar. Form eine Mütze als Basis und benutze das Fimo-Werkzeug. Mach eine kleine Locke. Das wird die Stirnlocke. Gino braucht dein Gesicht. Ich hab Farbe. Geduld, Lali. Das muss sorgfältig gemacht werden. Male die Augen weiß. Zeichne einen Wimpernkranz. Ich helfe dir. Ich markiere die Pupillen. Du machst das hier und ich bereite das Outfit vor. Natürlich, Lali. Ich hab das im Griff. Male Woodys braune Augen und füge Highlights hinzu. Lass uns ein Lächeln hinzufügen. Jetzt etwas Pastellfarbe. Und wir malen Woody rosige Wangen. Genau wie bei dem Original. Wow, Gino verwandelt sich in Woody. Schau, ich bin ein echter Frauenschwarm. Leute, schaut, was ich habe. Lali, was ist das? Das ist die größte Kiste mit Klamotten. Lass uns ein paar Hosen für dich suchen. Da sollte etwas drin sein. Wow, so viele Sachen. Hab sie. Diese Jeans wird perfekt sein. Probieren wir sie an. Wow, die sehen toll aus. Ja, aber diese Schuhe sind gar nicht Cowboy-mäßig. Moment, ich leih mir diese Stiefel aus, okay? Ah, so ist das besser. Zeit, die Schuhe zu tauschen. Echte Cowboy-Stiefel. Ich bin total begeistert. Perfekt, du brauchst noch ein Hemd. Nimm den Stoff. Dreh ihn um. Ich habe genau das richtige Schnittmuster. Zeichne die Vorlage nach und schneide 2 Teile aus. Jetzt müssen wir sie zusammennähen. Das Hemd ist ganz nach Woodys Geschmack. Probier's an. Perfekt. Wir fügen noch ein Ledergürtel hinzu. Ein Holster. Jetzt die Schnalle. Hab sie. Gut gemacht. Der letzte Schliff. Vergleichen wir es. Oh, wir haben die Weste vergessen. Hier ist sie. Danke, Lali. Du bist echt super. Zieh sie an. Ja, das bin ich. Und das wichtigste Detail, das Sheriff-Abzeichen. Und jetzt der Hut. Wow, ein echter Cowboy. Woody, du siehst unglaublich aus. Wir haben mal alles gedacht, was zu Woody passt. Von der neuen Frisur und dem Gesicht bis zum Hut und den Cowboy-Stiefeln. Gürtel mit Holster, Weste mit Sheriff-Abzeichen. Das passt perfekt zusammen. Wow, ich bin ein echter Frauenschwarm. Zeit für den nächsten Charakter. Willst du es versuchen? Oh, ich bin gespannt. Na los, würfel. Ich habe eine 4. Wer ist Nummer 4? Slinky. Ja, ich liebe diesen Hund. Woodys Look ist fertig. Jetzt machen wir mit Slinky weiter. Okay, ich bin weg. Viel Glück. Lalilu, lass uns anfangen. Ah, was liegt denn da verstreut? Federn? Oh, das ist das perfekte Bastelmaterial. Tolle Idee. Aber eine Feder reicht nicht. Wir nehmen ein Plastik-Osterei. Bemal es neu. Zeichne das kleine Hundegesicht. Dann nimm etwas Fimo und forme eine Nase. Genau so. Die Ohren machen wir aus Schaumgummi. Bemale einen Strohhalm braun. Das wird der Hals. Schneide das Überflüssige ab. Jetzt der Körper. Mach ein Loch in den Tischtennisball. Steck den Hals hinein und bemale den Körper. Füge das zweite Teil hinzu. Die beiden müssen noch verbunden werden. Bring die Feder. Bitteschön. Oh, die ist zu groß. Vielleicht diese? Diese ist zu klein. Eine Wellrohrrolle. Perfekt. Klebe die Ballenden daran fest. Stelle ihn auf Beine. Aus Strohhalmen und Fimo. Füge einen Schwanz aus seiner Feder hinzu. Und einer Perle. Fertig. Slinky, komm her. Du bist unglaublich. Was für ein lustiger kleiner Hund. Hier, nimm meinen Knochen. Das macht so viel Spaß.
Aber Zeit für die nächste Figur. Okay, Slinky ist fertig. Wen sollen wir jetzt basteln? Du darfst diesmal aussuchen. Danke. Das Tablet Lillipad. Perfekt, dann los. Oh, ich habe so viele Ideen. Wir brauchen Klebeband und Filz und Marker. Wow, schau dir diese Begeisterung an. Fangen wir mit dem Filz an. Lalilu, ich habe eine andere Idee. Und welche? Schau, was ich habe. Willst du einen Ausdruck verwenden? Natürlich. Warum so kompliziert machen? Mach es einfach. Du hast recht. Wir machen den Bildschirm. Nimm weißes Papier und einen blauen Marker. Warte! Nehmen wir stattdessen Pastellfarben und gestalten den Bildschirm Regenbogenfarben. Tolle Idee. Zuerst rot. Und füge dann die anderen Farben hinzu. Jetzt fehlt nur noch lila. Oh, aber lila haben wir gar nicht. Wir können auch rosa verwenden. Stimmt. Und das ist sowieso deine Lieblingsfarbe. Und Glitzer, viel Glitzer. Dann brauchen wir einen Ziploc-Beutel. Ja, schütte Glitzer in den Beutel. Das reicht. Und ein bisschen Spülmittel. Leg den Beutel auf unseren Regenbogen. Was für ein Spaß. Klebe alles fest. Mal sehen, wie es geworden ist. Wow, so cool. Wow, genau das hatte ich mir vorgestellt. Nimm den Ausdruck und schneide die Mitte aus. Stecke den Bildschirm hinein, lege eine Unterlage darunter und schon haben wir unser lustiges Tablet. Wir können darauf malen. Der Marker lässt sich ganz einfach abwischen. Das macht so viel Spaß. Aber wir müssen das Tablet zum Leben erwecken. Lali Kadabra. Es hat geklappt. Hey Lali, was willst du nachschlagen? Ich weiß ganz viel. Zeig's mir. Wow, mit mir wirst du so viel lernen. So cool. Sag mal, was ist der beste Kanal? Lalilu World natürlich. Abonniere und schau mit uns zusammen. Ja. Und wer ist jetzt dran? Das Tablet ist fertig. Jetzt fehlt noch Snappy die Kamera. Okay, schnell. Wie macht man das? Lali, woran arbeitest du? Ich überlege, wie ich die Kamera basteln kann. Schauen wir uns mal die Vorlage an. Gute Idee. Wir nehmen diesen Schlüsselanhänger als Basis und streichen ihn rosa an. Das kleine Rad meinen wir gelb an. Das wird das Objektiv. Noch ein paar Details. Verwende Knöpfe für die Basis. Wir brauchen Beine, aber woraus? Ich habe eine Idee. Wollen wir sie aus Pinsel machen? Genial! Schneide den Pinselstiel ab. Klebe eine Perle drauf und baue ein Stativ. Bemale es mit Acrylfarbe. Lalilu, es fehlt ein Auge. Probieren wir dieses Mal. Nein, das passt aber nicht. Dieses? Zu klein. Wie wär's mit diesem? Perfekt. Hey, wo gehst du hin? Warte, halt. Ich komme nicht hinterher. Hör auf. Ich fang dich. Hab dich. Fast. Ja. Diese Fotos sind so lustig geworden. Wir können den letzten Punkt streichen. Super. Jetzt machen wir uns bereit für die Party. Hi zusammen. Puh, gerade noch rechtzeitig. Du kommst gerade rechtzeitig, Lali. Perfekt. Jessie, singst du für uns, so wie Rumi? Klar. DJ Slinky ist am Start. Los geht's. Was für eine tolle Party. Ja, das macht so viel Spaß. Party auf dem besten Kanal. Macht mit.